Wie immer haben die Hennen fleißig gelegt und schon am Donnerstag wurden die Eier für das Wochenende angeliefert. Am Freitag tauchte der Eierexpress wieder pünktlich auf, Tangma war in der Schule und Rambo der Schlumpf schlief, als die Sklaven mit dem Reis ankamen. Also mussten die alleine zurechtkommen. Anscheinend ging das auch ohne große Schwierigkeiten. Aber Rambos Organisationstalent fehlte doch, wie sich dann herausstellte. Aus einem unerklärlichen Grund wurde der Reisstapel immer kleiner anstelle größer, bis gar nichts mehr da war. Da war guter Rat teuer, bis der Dino merkte, dass er beim Filmen versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Also auf Vorwärts schalten und die Reislieferung war gerettet. Samstag waren dann sowohl Tangma wie auch Palit wieder im Dienst und Opa Dino konnte sich so einen Schnitzer wie am Vortag nicht mehr leisten. Da lief dann alles wieder rund. Die beiden fingen beim Eiereintüten an, wo sie sehr sorgfältig zur Sache gingen und wechselten dann über zum Reisabfüllen. Der Samstag war gerettet. Am Sonntagmorgen saßen, na wer hätte das gedacht, wieder unzählige Menschen in der Nebenstraße vor dem Registrierungstisch. Na denn man los! Unser Neffe Nuck hatte am Vortag einen Unfall. Zum Glück nichts gebrochen, nur den linken Arm hat er arg geprellt und gezerrt.
Deshalb arbeitet er heute einarmig. Tangma und Brok zogen dann alleine los, weil Rambo Palit noch beim Duschen war. Aber der tauchte dann schnell auf, um seinen Pflichten nachzukommen. Manche der Kinder versuchen oder schaffen es, sich selbst zu bedienen und bekommen dann plötzlich große Hände. In deren Situation ist das aber auch gut zu verstehen. Die Kindercrew kehrte dann mit fast leerem Beutel zum Hauptquartier zurück. Und Ordner, Bürokraten und sonstige Helfer wissen sowieso, was sie zu tun haben. Der Herr mit dem Megafon bringt noch eine Sondereinlage. Er fordert die Bedürftigen auf, ihre Abfälle nicht wegzuwerfen, weil wir die Nachbarn ja sowieso schon mit unseren Aktivitäten zur Genüge stören. Eigentlich selbstverständlich, aber manchen muss man das extra erklären. Vorne an der Hauptstraße ist alles vorbereitet. Coroneros, Polizei und Essensempfänger sind bereit und es kann losgehen. Die Hungrigen nehmen ihre Verpflegung in Empfang und die Ordnungshüter geleiten ihre Schäfchen sicher über die Straße. Alles wie gewohnt.
Tangma und Palit gönnen sich zwischendurch eine kleine Stärkung und gehen dann mit frischer Energie an den Transport der schweren Reisbeutel. Am Frontende haben die Coroneros alle Hände voll zu tun und Bürokraten und Ordner haben auch genug Arbeit. Irgendwann stehen dann vereinsamt die letzten beiden Säckchen Reis auf der Ausgabe und es ist Zeit, an die Immobilien zu denken. Die nehmen dankend ihre Rationen in Empfang und sind wieder für eine Woche auf der sicheren Seite. Und dann kommt beim Abendessen der Familie die große Überraschung. Probs Schwester Nock ist stellvertretende Leiterin des Labour Departments von Phuket. Sie erzählt, dass dort das Gerücht kursiert, man würde nach Mitte April Phuket für geimpfte Touristen auch ohne Zwangsquarantäne wieder öffnen. Bei der guten Nachricht ist der Jubel groß und alle hoffen, dass es auch stimmt. Wenn das zutrifft, dann lasst euch impfen. Die nächste Tea Time kommt bestimmt. Eure hoffnungsvolle Corona-Gang.